Mein Name ist Sandra Meyer, ich bin Literatur- und Kulturhistorikerin am Austrian Center for Digital Humanities der ÖAW und heute möchten wir Ihnen über einen ganz besonderen archivalischen Fund im Rahmen unseres Editionsprojekts Auden in Austria Digital berichten. Bei diesem Fund handelt es sich um ein bisher unbekanntes Konvolut von ca. 100 Korrespondenzstücken. Das sind Briefe, aber auch Postkarten, die der britisch-amerikanische Lyriker W.H. Auden über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren hinweg, von den frühen 1960er bis hin in die 1970er Jahre, an einen jungen Wiener namens Hugo, auch bekannt als Hugerl oder Hugi, verschickte. Dieser Hugo erscheint in der Auden-Forschung bislang einfach nur als eine biografische Fußnote. Jemand, der verschiedentlich dargestellt wird als Callboy, als Liebhaber Audens, teilweise auch manchmal als eine durchaus zwielichtige Figur aus dem kleinkriminellen Milieu. Fakt ist, dass Auden mit Hugo über viele Jahre hinweg eine Beziehung, eine sexuelle Beziehung, aber auch eine Freundschaft pflegte und dass er ihm sein autobiografisches, erst nach seinem Tod erschienenes Gedicht Glad widmete, in dem dieser Beziehung quasi ein literarisches Denkmal gesetzt wird. Denn was durch diese Dokumente besonders deutlich wird, ist, wie zentral diese Beziehung für Auden war, wie langlebig, auch wie tiefgründig, dass es sich hier nicht nur um eine rein sexuelle Beziehung gehandelt hat, sondern dass hier auch durchaus eine freundschaftlich-familiäre, eine emotionale Komponente zum Tragen kam. Ein weiterer Punkt, der hier vielleicht wichtig ist, wir wissen, dass Auden über viele Jahre hinweg umfangreiche Korrespondenzen mit berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit führte. Das sind Figuren wie Igor Strawinski, Hannah Arendt oder auch Benjamin Britten. Hier sehen wir, wie Auden in eine längerfristige briefliche Verbindung tritt mit einem Vertreter aus dem Wiener Arbeiterinnenmilieu. Wie er ihm schreibt auf Deutsch, nicht nur über Alltagsgegenstände, die ihn bewegen, sondern auch Fragen der Kunst und der Politik, was wiederum die Vielschichtigkeit und die Komplexität dieser Beziehung verdeutlicht. Und dann gibt es da auch noch den Aspekt der Queer History. Das heißt, die Beziehung zwischen Auden und Hugo fand ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern in einem ganz konkreten historischen Kontext, nämlich im Österreich der 1960er Jahre. Und die Erschließung dieser Beziehung wirft daher ein Schlaglicht auf eine historische Situation, in der Homosexualität nicht nur sozial stigmatisiert, sondern tatsächlich gesetzlich verboten war, bis in die 1970er Jahre hinein. Damit geht es um einen Aspekt der jüngeren österreichischen Geschichte, der noch viel mehr Aufmerksamkeit erfordert. Wie kam es zum Fund der Briefe von Auden an seinen Liebhaber Hugo? Das verdankt sich gewissermaßen einer doppelten glücklichen Fügung. Es war so, dass wir im Jahr 2023 ein größeres Festival in Kirchstetten veranstalteten, anlässlich des 50. Todestags von Auden. Es gab dann einen Fernsehbericht, in dem ich unter anderem auch den Namen Hugo erwähnte. Und zufällig saß eine Dame vor dem Bildschirm in einer kleinen Gemeinde in Niederösterreich. Und dann hat sie sozusagen aufgrund dieser Namensnennung sich erinnert, dass sie diesen Mann ja kannte und hat mich eigentlich mehr oder weniger sofort über E-Mail kontaktiert. Es hat sich herausgestellt, dass diese Dame mit Hugo und seiner Frau persönlich bekannt war und beide auch in gewisser Weise begleitet und betreut hat, bis zu deren Tod 2012 bzw. 2013. Im Nachlass verblieben sind diese Briefe. Und die Dame hat sie aufbewahrt, lange nicht so genau gewusst, was sie damit machen soll, aber zum Glück hat sie die nicht weggeworfen, sondern es hat sich dann so ergeben, dass sie diese Briefe, dieses Konvolut uns in Form einer Schenkung übergeben hat.